Hey Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Mir ging es in den letzten Tagen mental health mäßig leider nicht ganz so super. Deswegen versuche ich mich jetzt mit diesem Video ein wenig abzulenken, aber auch gleichzeitig aufzumuntern. Legen wir los mit der Hydrating Balm Foundation von Hypoallergenic in der Farbe 01 Alabaster. Und eins vorweg, die Shade Range ist echt ein Witz und ich würde mir wünschen, wenn das Ganze inklusiver wäre. Nichtsdestotrotz finde ich sie von der Performance richtig gut. Vielleicht wisst ihr, dass ich aktuell die Dose of Colors Meet Your Hue Foundation echt feiere und die steht bei mir auf Platz 1, was Foundations für den Sommer angeht. Aber die hat sich einfach dazu gesellt, weil ich die richtig gut finde. Vor allem für Drogerieverhältnisse. Sie ist vom Tragekomfort super angenehm, nicht zu schwer auf der Haut und macht ein schönes Satin-Finish und das bei mittlerer Deckkraft. Außerdem finde ich ehrlich gesagt die Haltbarkeit herausragend für eine Drogerie-Foundation, weil ich sie jetzt schon mehrfach mit Maske getragen habe und sie einfach kaum Spuren in der Maske hinterlassen hat. Das finde ich richtig toll für Drogerieverhältnisse. Wir müssen zwar aktuell in Sachsen beim Einkaufen keine Maske mehr tragen, aber ich mache es dennoch, weil ich mich damit wohler fühle und konnte einfach feststellen, dass diese Foundation mit Maske richtig gut funktioniert. Außerdem ist sie mild formuliert und ich vertrage sie auch wunderbar, was ja bei Foundations immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man eine super empfindliche Haut hat. Also wenn irgendeine Farbe aus dieser Foundation Range zu euch passen sollte, dann schaut euch die unbedingt mal an. Was Eyeshadow Base angeht, finde ich es tatsächlich gar nicht so einfach, etwas Deckendes in der Drogerie zu finden. Deswegen benutze ich seit jeher die Revolution Pro Ultimate Eye Base und ich glaube auch, dass Rossmann in manchen Filialen Revolution Pro Theken führt. Was die Dosierung angeht, muss man bei dieser Base ein bisschen aufpassen, weil wenn man zu viel nimmt, dann kriecht die arg in die Fältchen rein und das ist auch der Grund, warum manche die nicht so mögen. Deshalb lieber langsam rantasten, weniger nehmen, verteilen und schauen, ob die Deckkraft ausreicht. Ich glaube, was Lidschatten angeht, war euch schon klar, dass es definitiv eine BH Cosmetics Lidschattenpalette sein wird, die ich euch in die Kamera halte. Denn ich finde die Lidschatten von BH Cosmetics qualitativ richtig gut, vor allem zu dem Preis. Klar ist sie im Vergleich zu einer Essence Palette etwas teurer, aber dafür bekommt man einfach eine tolle Qualität und sehr schöne Color Stories. Das hier ist eine aktuellere Palette und zwar die Paris Palette. Die hat mir mein Freund geschenkt, worüber ich mich riesig gefreut habe. Und damit werde ich jetzt einen Look schminken. Bevor ich den Look fertig mache, will ich euch noch ganz kurz den Concealer zeigen, den ich jetzt auftragen werde. Und zwar ist es der Essence Skin Lovin' Sensitive Concealer in der Farbe Fair. Im Winter konnte ich den nicht wirklich tragen, weil mir hier die hellste Farbe einfach zu dunkel war. Hier ist auch die Shade Range nicht sonderlich toll. Aber jetzt im Sommer funktioniert er richtig gut. Er ist nicht zu trocken, aber auch nicht zu flutschig. Und vor allem, wenn ich ihn punktuell im Augenbereich auftrage, so wie ich das immer bei Concealern handhabe, funktioniert er für meine eher trockene Augenpartie ausgesprochen gut. Das Augen-Make-up habe ich soweit fertig und die Lashes, die ich trage, mag ich auch richtig gern. Die habe ich auch schon mehrfach nachgekauft und die bekommt ihr bei DM, also zumindest in den Filialen, die eine BH Cosmetics Theke haben. Das sind die Lashes, die in Zusammenarbeit mit Alicia Marie entstanden sind. Ich blende euch hier einfach mal ein Bild ein, weil ich die Verpackung gerade nicht zur Hand habe. Die mag ich richtig gerne und dann machen wir gleich mal den Ton fertig. Dieses Puder von Alverde finde ich auch großartig und zwar ist es das Sensitive Mattierende Korrekturpuder und ich weiß, dass hier mattieren
draufsteht. Aber ich persönlich finde es überhaupt nicht mattierend, weil ich das auch gar nicht mag aufgrund meiner eher trockenen Haut. Ich suche eigentlich für meine Haut immer Puder, die eine gute Grundlage für darauffolgende Puderprodukte sein können, ohne eben zu matt und zu trocken zu sein. Und das hier ist es definitiv. Das ist so angenehm, so schön seidig, zart und leicht auf der Haut. Also man spürt es null auf der Haut. Wenn ihr eine eher trockene oder eine Mischhaut habt, dann schaut euch das unbedingt mal an. Die Blushes von Essence finde ich zu dem Preis auch so gut. Das hier ist die Farbe Breezy. Die ist, glaube ich, relativ neu im Sortiment. Und das ist so ein wunderschöner, koralliger Ton, den man easy peasy auf der Haut aufbauen kann. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe hier abgepudert und jetzt packe ich mir einfach ganz langsam das Blush hier drauf. Ich baue das lieber auf, anstatt zu viel zu nehmen und dann einfach nur so einen riesengroßen roten Fleck auf der Wange zu haben. Und mit der Farbe geht es einfach richtig gut. Highlighter-technisch finde ich gerade diesen hier wunderschön. Und zwar ist der von Revolution, was wirklich eine Seltenheit ist. Denn die meisten Produkte, die ich von Revolution getestet habe, fand ich entweder nur okay oder sehr unterdurchschnittlich. Und den hier finde ich aber wunderschön. Und zwar ist das in der Version Sugar Frosting. Ihr bekommt hier sozusagen 2 unterschiedliche Farben und ich glaube, ich werde heute diese hier mal benutzen. Also der betont die Hauttextur natürlich ganz dezent, aber definitiv nicht so extrem wie manch andere Highlighter. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wie intensiv der strahlt. Ich finde den so schön. Ich finde, es ist auch gar nicht so einfach, tolle Lip Liner in der Drogerie zu finden, die nicht zu weich sind, aber auch nicht zu hart und trotzdem irgendwie gut halten. Aber die von Essence sind meiner Meinung nach definitiv eines Blickes wert. Ich benutze die so oft, obwohl ich ja auch einige teurere Lip Liner bei mir in der Sammlung habe. Nur die finde ich einfach richtig gut, vor allem zu dem Preis. Das hier ist die Farbe 03 und damit werde ich jetzt so ein bisschen meine Lippen umranden. Ich habe meine Lippen mit dem Liner mal ausgefüllt, damit ich gleich den Gloss drüber auftragen kann. Und zwar ist es das Catrice Glossy Lip Oil. Das habe ich euch schon so oft in irgendwelchen Favoritenvideos gezeigt und ich mag diese nach wie vor richtig gerne, weil sie mich extrem an die Glosse von Nabla erinnern. Das hier ist die Farbe 020 und ich finde die so angenehm. Die sind einfach nicht zu klebrig, nicht zu glossy, so ein bisschen balmig pflegend. Und das mag ich an Glossen immer richtig gerne, wenn die diese Textur haben. Wenn sie auch einfach nicht zu dick sind. Und zu guter Letzt darf natürlich der Bronzer nicht fehlen. Hier ist schon der Deckel abgefallen, aber das ist der von Catrice in der Farbe 010, also diese gebackenen Bronzer. Ich glaube, da gibt es auch nur 2 Farben, soweit ich weiß. Und den finde ich einfach richtig gut, weil der sich easy auftragen und verteilen lässt. Aber der hat so ein bisschen mehr einen orangenen Unterton. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr das mögt. Ich persönlich mag das mit bestimmten Looks ganz gerne. Bei anderen wiederum ist es mir lieber, wenn der Bronzer etwas rötlicher ist. Aber ich entscheide das immer anhand der Looks, die ich so schminke, weshalb ich den Bronzer auch immer zuletzt auftrage. Also zumindest in den meisten Fällen, weil ich dann am besten einschätzen kann, wie viel Farbe ich sozusagen noch benötige, um mein Gesicht aufzuwärmen. Und das war's, das ist der fertige Look. Ich bin sehr happy damit und es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht und mich auch ein bisschen abgelenkt. Ich packe euch selbstverständlich alle Produkte unten in die Infobox und wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!